Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, meine liebe Community. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich bin richtig stolz. Ich hatte gerade eben beim Aufnehmen Gänsehaut. Ich glaube, mit dieser Geschichte habe ich wahrscheinlich das Krasseste auf diesem Kanal erschaffen und ich bin so glücklich, es mit euch zu teilen. Wirklich, Gänsehaut, das ist mit Abstand die beste Geschichte. Und Leute, ich will unbedingt, dass diese Geschichte viral gehen vielleicht nicht, vielleicht doch. Ich möchte unbedingt, dass ganz, ganz viele Leute diese Geschichte sehen. Deswegen bitte, 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 ihr müsst unbedingt die Däumchen nach oben drücken, etwas in die Kommentare schreiben und es überall teilen. Facebook, WhatsApp, Instagram, alle Social Media, die existieren. Jedes Mal, wenn ein Link geteilt wird und selbst wenn es in einer WhatsApp-Nachricht ist, egal wo, das wird alles gesammelt und sorgt dafür, dass der Algorithmus das Ganze vorschlägt. Weil dann gibt es mehr Zugriffe, bessere Bewertungen, viele Kommentare. Wie gesagt, einfach nur ein Emoji oder so. Das unterstützt mich wirklich, wirklich sehr, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin so stolz, ich bin so glücklich. Und ja, Gänsehaut pur. Ich hoffe, ihr empfindet das genauso. Bitte macht das für euren Lieblingsbösewicht, Oberbösewicht. Und ja, Leute, ich bin so aufgeregt und ich hoffe, die Geschichte gefällt euch. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Seit 13 Jahren trage ich stolz die Uniform eines Kleinstadtpolizisten. Hier in Maplewood kennt jeder jeden und die Kriminalität ist so niedrig, dass man sie kaum bemerkt. Doch eine Akte auf meinem Schreibtisch lässt mich nach all den Jahren noch erschaudern. Alles begann an einem nebligen Oktobermorgen im Jahr 2010. Ich hatte gerade meine Schicht begonnen, als ein Anruf einging. Mrs. Callahan, eine ältere Dame und Mutter von 3 erwachsenen Kindern, war seit 2 Tagen nicht mehr gesehen worden. Ihre Tochter, die sich Sorgen machte, hatte die Abwesenheit ihrer Mutter gemeldet. Mrs. Callahan lebte allein in einem kleinen Haus am Rande der Stadt. Ich machte mich auf den Weg dorthin und klopfte. Keine Antwort. Nachdem ich mehrmals gerufen hatte, öffnete ich die Tür vorsichtig. Ein unangenehmer Geruch schlug mir entgegen. Im Haus war alles still. Ich rief nach Mrs. Callahan, aber nur das Knarren des Holzbodens antwortete. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen durchsuchte ich jeden Raum. Schließlich fand ich sie im Keller. Mrs. Callahan saß in einem alten Sessel, reglos, die Augen starr auf einen Punkt an der Wand gerichtet. Ihre Haut war blass, fast durchsichtig, und ihre Haare waren strähnig und grau. Doch das beunruhigendste Detail waren ihre Augen. Sie waren voller Angst. »Mrs. Callahan?« fragte ich vorsichtig, doch sie reagierte nicht. Nach mehreren Versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, beschloss ich, einen Krankenwagen zu rufen. Doch bevor die Sanitäter eintrafen, bemerkte ich etwas Seltsames an der Wand, auf die Mrs. Callahan starrte. Es waren Zeichnungen, skizziert mit einem schwarzen Stift. Einige waren kaum mehr als Kritzeleien, andere waren detaillierte Darstellungen von Gesichtern, Tieren und Landschaften. Doch alle hatten eines gemeinsam: sie waren zutiefst beunruhigend. Nachdem Mrs. Callahan ins Krankenhaus gebracht worden war, begann ich, die Zeichnungen genauer zu untersuchen. Ich konnte nicht sagen warum, aber sie fühlten sich falsch an, als ob sie nicht in diese Welt gehören würden.
als ob sie etwas Dunkles und Fremdes in unser kleines Städtchen gebracht hätten. Die kommenden Tage verbrachte ich mit der Untersuchung des Falles. Mrs. Callahan war offiziell als vermisst gemeldet worden und ich war dafür verantwortlich, ihre Schritte nachzuvollziehen. Wo war sie in den Tagen vor ihrem Verschwinden gewesen? Mit wem hatte sie gesprochen? Was war ihr passiert? Doch je mehr ich erfuhr, desto weniger ergab es Sinn. Niemand hatte Mrs. Callahan in den Tagen vor ihrem Verschwinden gesehen. Es war, als ob sie einfach vom Erdboden verschluckt worden wäre. Und die Zeichnungen an der Wand blieben ein unerklärliches Rätsel. In den Wochen, die folgten, begann ich Albträume zu haben. Ich träumte von den Zeichnungen, von ihren verzerrten, unmöglichen Formen und den Gesichtern, die mich mit leeren Augen anstarrten. Jede Nacht wachte ich schweißgebadet und zitternd auf, unfähig, das Dunkel um mich herum zu ertragen. Mrs. Callahan wurde schließlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Sie sprach nicht, aß nicht und reagierte auf nichts. Es war, als ob ihr Geist in die Zeichnungen an der Wand gewandert wäre und ihren Körper zurückgelassen hätte. Doch das war nicht das Ende der Geschichte. Nein, das war nur der Anfang. Denn in den folgenden Jahren würden noch mehr Menschen in Maplewood verschwinden. Und alle würden auf die gleiche Weise gefunden werden. Starr, leer, verloren. Doch von all diesen Fällen ist einer, der mich bis heute verfolgt. Ein Fall, der so grauenhaft und unerklärlich ist, dass ich ihn nie vergessen werde. Ein Jahr nach dem mysteriösen Fall von Mrs. Callahan erhielt unser Polizeirevier einen weiteren beunruhigenden Anruf. Diesmal war es ein Lehrer der örtlichen Grundschule, der sich Sorgen um einen seiner Schüler machte, den kleinen Timmy. Der Junge war seit einigen Tagen nicht in der Schule erschienen und niemand konnte mit seinen Eltern in Kontakt treten. Mit einem beklemmenden Gefühl im Magen machte ich mich auf den Weg zu Timmys Haus, das in einer ruhigen Sackgasse lag. Es war ein sonniger Herbsttag, doch die Atmosphäre in Maplewood war alles andere als heiter. Ich klopfte an die Tür des bescheidenen Hauses. Doch es kam keine Antwort. Die Vorhänge waren zugezogen und durch die milchigen Fenster war nichts zu erkennen. Als ich die Tür öffnete, wurde ich von einer beängstigenden Stille und Dunkelheit begrüßt. Wie bei Mrs. Callahan war im Inneren alles still. Ich rief nach Timmy und seinen Eltern, doch erhielt keine Antwort. Mit einer Taschenlampe leuchtete ich in die Dunkelheit, als ich plötzlich ein flüsterndes Geräusch hörte. Es kam aus Timmys Zimmer. Ich fand Timmy kauernd in der Ecke seines Zimmers, die Knie an die Brust gezogen, den Blick starr auf die Wand gerichtet. Und wieder waren sie da, die Zeichnungen. Doch diesmal waren sie noch verstörender, mit Figuren, die kaum menschlich aussahen und Szenen, die einen kalten Schauer über meinen Rücken jagten. Timmy wurde genauso wie Mrs. Callahan ins Krankenhaus gebracht und ich blieb zurück mit den rätselhaften Zeichnungen und einem Gefühl tiefer Unruhe. In den folgenden Wochen verschlechterte sich Timmys Zustand rapide. Ärzte und Psychologen waren ratlos. Der Junge reagierte auf nichts und niemanden. Er war physisch anwesend, doch sein Geist schien abwesend. Der Fall bekam in unserer Gemeinde schnell Aufmerksamkeit. Flüstern und Gerüchte breiteten sich aus und die Angst griff um sich. Ich konnte es den Leuten nicht verdenken. Auch ich fühlte eine ständige Anspannung, ein unerklärliches Gefühl der Bedrohung. Während ich versuchte, den Fall zu lösen, konnte ich nicht umhin, Parallelen zwischen Timmys und Mrs. Callahans Schicksal zu ziehen. Beide hatten sich plötzlich zurückgezogen, waren dann verschwunden und schließlich mit einem starren Blick und von unheimlichen Zeichnungen umgeben wiedergefunden worden. Ich beschloss, tiefer zu graben. Nach langen Stunden in den Archiven unserer kleinen Polizeistation stieß ich auf etwas Interessantes. Es hatte in der Vergangenheit ähnliche Fälle in Maplewood gegeben, doch sie waren weit zurückliegend und kaum dokumentiert. Ich nahm Kontakt zu einem ehemaligen Polizeibeamten auf, der in den 80ern in Maplewood gearbeitet hatte.
Der alte Mann, inzwischen im Ruhestand und sichtlich gezeichnet von der Zeit, empfing mich in seinem Haus. Als ich ihn auf die Fälle ansprach, sah ich eine sofortige Veränderung in seinem Blick. Seine Augen weiteten sich und für einen Moment konnte ich nackte Angst darin lesen. Junge, begann er mit zitternder Stimme. Es gibt Dinge in dieser Stadt, Dinge, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Ich rate dir, lass es sein. Grab nicht tiefer. Es ist für dein Bestes. Trotz seiner Warnung konnte ich nicht loslassen. Etwas Dunkles und Altes schien über Maplewood zu lauern, und ich fühlte, dass es an mir war, dieses Rätsel zu lösen. Doch nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was als nächstes kommen sollte. Die Dämmerung legte sich über die Stadt, als ich das Haus des alten Polizisten verließ. In der Luft lag eine Spannung, ein Druck, den ich kaum beschreiben konnte. Als ich in die Nacht hineinblickte, spürte ich, dass die Dunkelheit zurückblickte. Und dann klingelte mein Telefon. Ein weiterer vermisster Bürger, ein weiteres Opfer. Die Nacht war hereingebrochen und mit ihr kam das Grauen. Das Telefon am anderen Ende klang hohl und alarmiert. Es war der Vater eines Mädchens namens Emma, die seit Tagen nicht mehr zu Hause erschienen war. Mit einem Herz, das schwer vor Ahnung war, machte ich mich auf den Weg zu Emmas Zuhause. Emma lebte in einem alten viktorianischen Haus am Stadtrand, umgeben von alten Eichen, die ihre knorrigen Äste wie schützende Arme um das Gebäude streckten. Das Haus selbst sah aus, als würde es die Geheimnisse der Jahrzehnte in seinen Mauern tragen, stumm und wachsam. In Emmas Zimmer fand ich dasselbe Szenario vor, das ich bereits so gut kannte. Das Mädchen saß starr in einer Ecke, umgeben von den inzwischen schaurig vertrauten Zeichnungen. Aber dieses Mal war etwas anders. In ihren Augen konnte ich ein Flimmern sehen, ein Funken. Es war, als wäre ein Teil von Emma noch anwesend, als kämpfte sie gegen die Dunkelheit, die versuchte, sie zu verschlingen. Mit vorsichtigen Worten versuchte ich, mit ihr zu kommunizieren. »Emma«, flüsterte ich, »kannst du mich hören?« Ihre Augen bewegten sich, trafen meine. In diesem Moment spürte ich eine Verbindung, eine stille Kommunikation. Sie wollte mir etwas sagen, etwas Wichtiges. »Die Zeichnungen«, hauchte sie schließlich mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Windhauch war. »Sie leben.« Diese 4 Worte schickten Schockwellen durch meinen Körper. Was meinte sie damit? Wie konnten Zeichnungen leben? Ich fing an, die Zeichnungen genauer zu untersuchen und stellte fest, dass sie sich subtil veränderten. Es war, als würden sie sich bewegen, pulsieren, atmen. Jedes Mal, wenn ich hinsah, schienen sie anders, als würden sie eine Geschichte erzählen, die sich ständig veränderte. In den folgenden Tagen grübelte ich über Emmas Worte. Ich begann in den alten Archiven der Stadt zu forschen und stieß auf Hinweise auf ähnliche Fälle, die bis in die frühen Tage der Stadt zurückreichten. Es schien, als wäre Maplewood auf einem Grund gebaut, der von einer alten, dunklen Energie durchzogen war. Durch meine Forschungen stieß ich auf einen alten Mythos, eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Es hieß, dass die Wälder um Maplewood von Geistern bewohnt waren, von Wesen, die weder tot noch lebendig waren. Diese Geister könnten die Realität beeinflussen und sich in Formen manifestieren, die für menschliche Augen erkennbar waren. Mit dieser neuen Erkenntnis begann ich, die Zeichnungen unter einem anderen Licht zu sehen. Waren sie Fenster zu einer anderen Welt? Waren sie Manifestationen der Geister, die unter der Oberfläche unserer Stadt lauerten? Ich wusste, ich war am Rande einer Entdeckung, die nicht nur mein Leben, sondern das gesamte Verständnis unserer Realität verändern könnte. Aber ich hatte Angst vor dem, was ich entdecken könnte, wenn ich tiefer grub. Es dauerte nicht lange, bis ein weiterer Fall auf meinem Tisch landete. Diesmal war es ein älterer Mann, ein Künstler, der in den Wäldern lebte und verschwunden war. Als ich sein Atelier betrat, fand ich Wände voller Zeichnungen,
jede einzelne pulsierend mit einer Energie, die sowohl faszinierend als auch zutiefst beängstigend war. Und dann, inmitten dieser chaotischen Bilderflut, sah ich es. Ein Porträt, das Mrs. Callahan, Timmy und Emma zeigte, alle mit leeren Augen und verzerrten Gesichtern. Aber das beunruhigendste Detail war etwas anderes. Neben den Porträts der Verschwundenen befand sich ein weiteres Bild, ein unfertiges. Ein Bild, das mich darstellte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich das Bild an und spürte, wie die Realität um mich herum zu wanken begann. Etwas Dunkles und Altes hatte seinen Blick auf mich gerichtet, und ich wusste, dass mein Leben nie wieder dasselbe sein würde. Die Entdeckung dieses Porträts war wie ein Schlag in die Magengrube. Es brachte eine Reihe unbeantworteter Fragen mit sich, sowie eine wachsende Besorgnis, dass ich das nächste Ziel sein könnte. Mit einem stetigen, unruhigen Blick studierte ich mein eigenes unfertiges Bild, als ob ich versuchte, in den Linien und Strichen eine Antwort zu finden. Tage gingen in einer verschwommenen Unsicherheit vorüber. Die Zeichnungen wurden intensiver, drohender, mit den Gesichtern der Verschwundenen, die jetzt deutlich sichtbar waren. Als sie schlief, träumte ich von einem Raum, in dem die Realität sich verbog, wo Farben und Formen nicht existierten. Dann kam der Tag, an dem alles zusammenbrach. Ein Kind, gerade einmal 8 Jahre alt, wurde beim Spielen im Wald gefunden. Sein Blick war leer, sein kleiner Körper reglos. Die Wände seines Zimmers füllten sich mit Zeichnungen, tiefen dunklen Linien, die in wirbelnden Mustern ineinandergreifen, erschreckend lebendig. Der Fall zog Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur innerhalb unseres kleinen Städtchens. Reporter tauchten auf, Wissenschaftler, sogar einige neugierige Touristen. Sie alle suchten Antworten, aber ich hatte keine zu geben. Ich konnte die Augen nicht von den Zeichnungen abwenden. Sie waren in meiner Psyche verwurzelt, tanzten hinter meinen Lidern, wenn ich die Augen schloss. Bis schließlich die Linien sich bewegten, die Farben pulsierten und die Bilder lebten. In einer Nacht, kalt und klar, fand ich mich selbst am Waldrand wieder. Die Bäume ragten wie schweigende Wächter in den Himmel, ihre Äste schwankten sanft im Wind. Aber in der Dunkelheit darunter lag etwas anderes, etwas Unfassbares. Mit zittrigen Schritten trat ich in den Wald ein. Der Boden unter meinen Füßen schien mit jedem Schritt zu schwingen, als wäre er nicht wirklich da. Und dann, im schwachen Licht, das durch die Bäume fiel, sah ich sie, die Verschwundenen. Mrs. Callahan, Timmy, Emma, sie standen alle da, reglos, mit starren Augen, die in die Ferne blickten. Aber sie waren nicht allein. Zwischen ihnen bewegten sich Schatten, Formen, die weder Mensch noch Tier waren. Und sie alle zogen in Richtung eines Lichts in der Ferne, einem Licht, das kalt und unnatürlich war. Mit jedem Schritt, den ich machte, fühlte ich, wie die Realität sich veränderte. Die Linien verschwammen, die Farben wurden intensiver und die Luft schien zu vibrieren, mit einer Energie, die ich nicht beschreiben konnte. Als ich das Licht erreichte, fand ich mich in einem Raum wieder, der nicht existieren sollte. Ein Raum, der von den Zeichnungen gebildet wurde, von Linien und Farben, die sich bewegten und pulsierten. Und in der Mitte stand eine Gestalt. Die Gestalt war weder Mann noch Frau, jung noch alt. Es war eine Präsenz, sein Wesen aus Licht und Schatten. Als es mich ansah, spürte ich eine Kälte, die tiefer war als alles, was ich je gefühlt hatte. Du bist hier, sagte es, seine Stimme wie ein Flüstern im Wind. Aber du verstehst nicht. Dies ist nicht deine Welt, nicht dein Raum. Du bist gefangen zwischen den Linien, zwischen Licht und Schatten. Was zum Teufel sind Sie? Fragte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Hauch. Ich bin das, was zwischen den Linien existiert, antwortete es.
Ich bin das Dunkel und das Licht, das Alte und das Neue. Ich bin das, was war, bevor deine Welt existierte. Können Sie sie zurückbringen? Fragte ich mit Blick auf die stummen Gestalten der Verschwundenen. Sie sind nicht verloren, sagte es. Sie sind hier, bei mir, in einem Raum, der weder Anfang noch Ende hat. Aber du kannst nicht hier bleiben. Du bist gebunden an deine Welt, an deine Linien und Farben. Mit diesen Worten fühlte ich, wie sich die Realität um mich herum verschob. Die Linien zogen sich zurück und die Kälte wich einer warmen, sanften Dunkelheit. Als ich die Augen öffnete, fand ich mich am Waldrand wieder, die Sterne über mir funkelnd und klar. Aber ich war nicht mehr derselbe. Etwas in mir hatte sich verändert, verschoben. Ich konnte die Linien sehen, die Farben, die die Welt formten. Und ich wusste, dass ich nie wieder in der Lage sein würde, die Welt so zu sehen, wie ich sie einmal gesehen hatte. Die Jahre vergingen und Maplewood blieb derselbe kleine Ort, in dem jeder jeden kannte. Aber in den Schatten, in den Linien und Farben lauerte etwas anderes. Etwas, das weder Licht noch Dunkelheit kannte, weder gut noch böse. Und ich lebte mit diesem Wissen, mit dieser Last. 13 Jahre sind seitdem vergangen. 13 Jahre, in denen ich die Linien beobachtet, die Farben studiert habe. Und jetzt, während ich dies aufzeichne, spüre ich, dass meine Zeit gekommen ist. Die Linien ziehen sich zusammen, die Farben werden intensiver. Ich gehe jetzt in einem Raum, der weder Anfang noch Ende kennt, weder Licht noch Schatten. Vielleicht finde ich dort Antworten. Oder vielleicht finde ich nur mehr Fragen. Aber eines weiß ich sicher, ich werde die Zeichnungen nie vergessen. Nach dieser unerklärlichen Erfahrung, die ich im Wald gemacht hatte, schien das Leben in Maplewood auf seltsame Weise weiterzugehen. Doch ich konnte nicht zur Tagesordnung übergehen. Diese anderen Welten, die ich gesehen hatte, die Linien und Farben, die eine andere Realität andeuteten, ließen mich nicht los. In der stetigen Routine meines Dienstes wurde ich immer wieder von dem Gedanken an die Ereignisse heimgesucht. Es gab Nächte, in denen ich die Grenze zwischen unserer Welt und der anderen kaum spüren konnte. Eines Nachmittags erhielt ich einen Anruf, der meine Aufmerksamkeit erregte. Eine Frau mittleren Alters berichtete von ungewöhnlichen Geräuschen, die aus dem Haus nebenan kamen. Seit die Bewohner, ein junges Paar, verschwunden waren, stand es leer. Mit einem Kollegen machte ich mich auf den Weg, um das Anwesen zu überprüfen. Das Haus wirkte verlassen, mit zugezogenen Vorhängen und einer Atmosphäre von Stille und Abwesenheit. Bei näherem Hinsehen entdeckte ich jedoch auf einem Fensterbrett mehrere Zeichnungen. Sie wirkten vertraut und doch anders, trugen eine andere Art von Energie in sich. Als ich sie berührte, spürte ich einen Schauer, einen Hauch von Kälte, der sich durch meine Finger bis in mein Inneres erstreckte. Der Raum hinter der Tür fühlte sich verändert an, als ob die Gesetze von Raum und Zeit hier anders funktionierten. Die Wände waren mit Zeichnungen bedeckt, die lebendig pulsierten und sich zu bewegen schienen. Ich konnte meinen Blick nicht von den Zeichnungen abwenden, konnte die Augen nicht von den Formen und Linien lösen, die sich vor mir ausdehnten. Und dann, in einem Augenblick der Klarheit, sah ich es. Eine Szene, die vor meinen Augen abgespielt wurde. Es war Maplewood, aber nicht das Städtchen, das ich kannte. Es war eine andere Version, ein Ort, der zwischen den Welten zu existieren schien. Die Menschen dort hatten leere Blicke, ihre Bewegungen waren mechanisch. Und die Atmosphäre war kalt und unnahbar. Als ich versuchte, tiefer in dieses Szenario einzudringen, fühlte ich, wie mich eine Präsenz beobachtete. Es war dasselbe Wesen, das ich zuvor getroffen hatte. Eine Gestalt, die aus Licht und Schatten bestand. Alt und zeitlos. Du bist zurück, sagte es.
seine Stimme ein Echo in der stillen Luft. »Was ist dieser Ort?« fragte ich, mein Blick auf die seltsame Version von Maplewood gerichtet. »Dies ist ein Raum zwischen den Welten«, antwortete es. »Ein Ort, der weder hier noch dort ist. Ein Ort, der durch die Linien und Farben existiert, die die Realität formen.« »Warum zeigen Sie mir das?« fragte ich, meine Stimme unsicher. »Weil du es siehst«, antwortete es. »Du siehst Linien und Farben, siehst die Verbindungen zwischen den Welten. Du bist ein Wanderer, jemand, der zwischen den Realitäten reisen kann.« »Was soll ich tun?« fragte ich, überwältigt von der Enthüllung. »Du musst wählen«, sagte es. »Bleibe in deiner Welt oder trete in die Zwischenräume. Aber sei gewarnt. Einmal getroffen, ist die Entscheidung endgültig.« Mit diesen Worten verschwand die Vision und ich stand wieder im verlassenen Haus, umgeben von stillen Zeichnungen. Aber die Worte des Wesens hallten in meinem Kopf nach und ich wusste, dass meine Reise noch nicht vorbei war. Draußen ging die Sonne unter und die Schatten breiteten sich aus. In deren Dunkelheit sah ich die Linien und Farben flimmern, sah die Verbindungen zwischen den Welten. Mit einem tiefen Atemzug trat ich hinaus in die Nacht, bereit für das, was kommen würde. Die darauffolgenden Tage waren wie in einem Traum. Mein Bewusstsein schwebte zwischen den Welten, gefangen in einer Zwischenzone, in der Realität und Illusion sich vermischten. Während die Nächte sich in Maplewood ausdehnten, fand ich mich immer häufiger an dem Ort wieder, den das Wesen Zwischenraum nannte. Die Gestalten, die sich in diesem surrealen Raum bewegten, schienen mir bekannt und doch fremd. Ich konnte die Gesichter der Verschwundenen erkennen. Ihre Augen, die einmal leer waren, funkelten nun mit einer tiefen, unergründlichen Weisheit. In einer dieser endlosen Nächte, unter dem Dach eines Himmels, der weder schwarz noch weiß war, näherte sich mir Emma. Sie sah mich mit einem Lächeln an, das gleichzeitig kindlich und uralt wirkte. »Du verstehst es jetzt, nicht wahr?« flüsterte sie. Ich weiß nicht. Was verstehe ich?« gestand ich, verwirrt durch die flimmernden Schatten um uns herum. »Die Linien und Farben«, sagte sie. »Sie sind nicht nur Zeichnungen. Sie sind die Essenz der Existenz, das Gewebe, das alles verbindet. Und manchmal, wenn jemand genau hinblickt, können Sie die Welten sehen, die jenseits unserer eigenen liegen.« »Aber warum ich? Warum kannst du das sehen?« fragte ich. »Vielleicht, weil wir bereit waren zu sehen«, antwortete sie. »Vielleicht, weil wir etwas in uns tragen, das mit den Linien und Farben in Resonanz tritt.« In diesem Moment spürte ich ein Ziehen, eine Anziehungskraft, die von tief im Inneren des Zwischenraums kam. Es war ein Ruf, ein unwiderstehliches Verlangen, näher zu kommen, tiefer zu schauen. »Es ist Zeit«, sagte Emma und nickte in Richtung des zentralen Punktes des Zwischenraums, wo Linien und Farben am intensivsten waren. Mit zögernden Schritten näherte ich mich dem Kern. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde ich durch Wasser waten, durch eine dichte, pulsierende Energie. Und dann, als ich den Punkt erreichte, öffnete sich die Welt vor mir. Es war kein Raum, keine Dimension, die ich beschreiben könnte. Es war ein Ort jenseits der Begriffe, jenseits der Vorstellungskraft. Ein Ort, an dem Linien und Farben in ihrer reinsten Form existierten, in einem Tanz unendlicher Schönheit und Komplexität. »Das ist die Quelle«, hörte ich Emmas Stimme neben mir. »Das ist der Ursprung von allem, was ist und was sein wird.« »Aber was soll ich hier tun?« fragte ich.
Du hast eine Wahl, antwortete sie. Du kannst zurückkehren, leben mit dem Wissen um diesen Ort. Oder du kannst bleiben, ein Teil dieses ewigen Tanzes werden. Ich blickte in den Wirbel aus Licht und Schatten vor mir, spürte seine Anziehungskraft, seine unwiderstehliche Macht. Und ich wusste, ich konnte nicht zurückkehren, nicht nach allem, was ich gesehen hatte. Ich bleibe, flüsterte ich. Mit diesen Worten fühlte ich, wie ich von den Linien und Farben aufgenommen wurde, wie ich in ihre Ströme eintauchte. Und während ich in diese andere Existenz überging, fühlte ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich frei. Zurück in Maplewood fand man am nächsten Tag meine Uniform und mein Abzeichen am Waldrand, neben einem Blatt Papier mit nichts als einer Zeichnung, Linien und Farben, die sich in einem endlosen Tanz bewegten. Die Legende des kleinen Städtchens wuchs, aber die Verschwinden hörten auf. Und manchmal, in klaren Nächten, wenn die Sterne am Himmel standen, konnte man die Linien und Farben sehen, leise über den Himmel tanzend. Und man konnte spüren, dass da etwas mehr war. Etwas, das jenseits der Realität lag. Ein Geheimnis, das tief in den Herzen der Menschen in Maplewood verankert war.